Bei uns im Studio Thorsten Alsleben, er ist Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Herzlich willkommen. Danke. Und wir wollen es noch mal ganz klar machen. Die Steuerschätzung sagt dem Bund erstmal ein Mini-Plus an Steuereinnahmen voraus. Die sind leicht gestiegen, aber die Schuldenlücke wächst deutlich. Und zwar stärker als vorhergesagt im Frühjahr, nämlich um fast 13 Milliarden Euro. Das muss man erstmal verstehen. Mehr Steuern, aber noch mehr Ausgaben, deswegen noch mehr Schulden. Wie schätzen Sie das ein? Wie dramatisch ist diese Entwicklung? Also das ist sehr dramatisch, wobei diese leichten Mehreinnahmen, die jetzt prognostiziert werden, die kommen daher, dass der Bund, der Bundesfinanzminister sagt, wir haben ja noch eine Wachstumsinitiative, die liegt ja noch im Parlament. Wenn wir die umsetzen, dann haben wir auch mehr Wachstum. Aber erstens, sie ist noch nicht umgesetzt. Wir wissen nicht, ob alle Punkte davon kommen. Zweitens, wenn sie denn komplett umgesetzt würde, wissen wir nicht, ob auch dieses Wachstum erreicht wird. Viele bezweifeln das. Deswegen ist die Regierung eigentlich immer noch zu optimistisch. Und ich wette, im nächsten Jahr wird es wieder nach oben korrigiert werden müssen. Also in Wahrheit dann die Lage noch schlimmer. Lindner hat ja auch gesagt, es mangelt an Einvernehmen in der Koalition. Kein Ressort will sparen und dieser Rotstift, der muss aber angesetzt werden. Was sagen Sie, wo muss gespart werden, wo könnte gespart werden? Also vielleicht die Analyse, die stimmt erstmal. Wir haben eigentlich gar keine Regierung mehr, sondern wir haben einen Zusammenschluss von 3 total unterschiedlichen Parteien. Und in dieser Woche haben wir es ja erlebt. Die SPD kommt mit Vorschlägen, Herr Habeck mit einem unabgestimmten Vorschlag, der Kanzler lädt unabgestimmt zu einem Industriegipfel, Herr Lindner hat seine Vorschläge. Das sind nur noch Parteien im Wahlkampf, das ist keine konsistent handelnde Regierung mehr. Gespart werden kann an vielen Stellen. Wir haben allein im Personalaufwuchs in dieser Bundesregierung, in der Bundesverwaltung 40.000 Stellen mehr, 41.000 seit 2017. Da war also GroKo plus Ampel. Das sind Milliarden, die da zusätzlich dazukommen. Wir könnten beim Bürgergeld sparen. Wir könnten bei Entwicklungshilfe sparen. Da sind so viele Projekte, die im Moment wirklich nicht sinnvoll sind. Also es gibt genug Potenzial, man muss nicht an die Investitionen rangehen. Und Sie haben es ja gesagt, da sind einige Vorschläge auf dem Tisch. Robert Habeck sagt zum Beispiel, er ist für staatliche Subventionen, um die Wirtschaft anzukurbeln nächstes Jahr. Christian Lindner, Postwenden, nein, mit mir nicht. Wie sehen Sie das? Die Schuldenbremse, sollte man sie angreifen? Ist es gefährlich und hilfreich, sie zu senken? Oder soll man sie so lassen, wie sie ist? Das wird ja heftig diskutiert. Also die Schuldenbremse hat erwiesenermaßen in den letzten Jahren nicht zu weniger Investitionen geführt. Und wenn Sie gucken, es gibt ja weltweit Länder mit Fiskalregeln, also mit strengen Schuldenregeln. Und es gibt keinen Beleg, dass diese Fiskalregeln schlecht sind für Investitionen. Im Gegenteil, das Wachstum ist normalerweise in den Ländern besser, die etwas strenger sind mit ihren Haushalten. Klar, weil sie priorisieren müssen und damit bei Konsumausgaben sparen. Und das könnten wir auch noch machen. Und Schulden kosten ja auch noch Zinsen. Die Zinsausgaben sind ja dramatisch gestiegen. Natürlich, weil jetzt auf einmal wieder mehr Schulden gemacht werden. Was bedeuten denn diese Ergebnisse der Steuerschätzung für die Lage in den Kommunen? Die Ministerpräsidenten der Länder, die beraten ja darüber. Und die Kommunen, die wollen mehr Geld. Wenn man sich das jetzt anschaut, müsste es eigentlich eher weniger Geld geben. Ja, die Kommunen, bei denen ist es ja genauso. Auf allen Ebenen steigen die Steuereinnahmen, nur nicht so stark wie damit gerechnet. Und die Kommunen haben natürlich ein Problem, die leiden sehr stark unter diesen hohen Flüchtlingskosten. Da kommt ja jetzt immer mehr dazu. Deswegen, alles hängt mit allem zusammen. Die Ministerpräsidenten reden ja auch über Migration. Das hat auch den Grund, weil in den Kommunen einfach manche am Limit sind. Die können keinen Wohnraum mehr schaffen, die haben kein Geld mehr für zusätzliche Schul- und Kitaplätze. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Wir müssen gucken, dass wir die Ausgaben reduzieren. Und wenn die Regierung diese Wirtschaftsflaute jetzt auch nächstes Jahr nicht in den Griff bekommt, was bedeutet das auch für die Marktwirtschaft und für die Unternehmen? Ja, wir sehen es ja jetzt schon. Jeden Tag werden Standortentscheidungen gegen Deutschland getroffen von deutschen Unternehmen und von ausländischen Investoren, die nicht mehr herkommen. Intel ist jetzt ein Beispiel, hat sicherlich andere Gründe. Die haben eigene Probleme, ja, aber das ist sozusagen prototypisch dafür, dass viele Investoren sagen, jetzt gerade investieren wir nicht in Deutschland. Und wenn jetzt kein Aufbruchssignal kommt von dieser Regierung, kein wirklich wirksames Aufbruchssignal, dann werden diese Investitionsentscheidungen weiter zulasten des Standorts gehen. Wir sind das einzige Land mit Rezession. Wir sind im internationalen Ranking weit zurückgefallen und das wird durch diese Entwicklung, wenn sich da nichts tut, weiter fortsetzen. Das stimmt, die anderen Länder preschen vor, wir geraten ins Hintertreffen. Thorsten Alsleben, Geschäftsführer der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Ganz herzlichen Dank für den Besuch und die Erläuterung hier im Studio. Gerne.